Noch bevor die Worte mich erreichen, berührt der Klang mein Herz. Erkenne dich selbst im Fremden. Leipziger Konzerte 2026. Unser Projekt lebt von einer einfachen, aber kraftvollen Idee. Echte Begegnung durch Musik. Es geht darum, das Fremde als Einladung zu sehen und als Chance, sich darin selbst neu zu entdecken. Am Anfang steht die Sehnsucht, der Wunsch, das verlockende Unbekannte vor der eigenen Haustür erlebbar zu machen. Daraus ist über viele Jahre eine künstlerische Vision gewachsen. In dieser verbinden sich die musikalischen Wurzeln unseres Ensembles, der Dresdner Wirbelei, mit den vielfältigen Einflüssen der Gastmusiker fremder Kulturkreise, die wir schon seit 2018 zu uns einladen. In unseren Programmen schaffen wir immer neue, unmittelbare Begegnungen zwischen musikalischen Traditionen, klanglichen Experimenten, Improvisationen und tief berührenden Geschichten. Dabei hat der kammermusikalische Feinsinn genauso seinen Platz wie das Gesellige der Volksmusik. Und gemeinsam mit dem Publikum feiern wir den magischen Augenblick, wenn die Annäherung gelingt. Fremdes, das dann plötzlich völlig vertraut ist. Ich hatte ehrlich gesagt von dieser Ecke von Deutschland eine andere Vorstellung gehabt. Ich hatte mir gedacht, oh, wer möchte uns dort hören? Und das ist einfach dieser Mut, zueinander zu gehen und man sich gegenseitig kulturell anzufassen. Es bringt nur Freude, ich garantiere das. Nereden çıktın karşıma? Belince ceylan yarı. Kimseye diyemedim. Ne olur benim halim. Unsere Konzerte sind mehr als hochwertige musikalische Abende. Sie sind Erlebnisse, in denen Menschen sich auf unterschiedliche Kulturen einlassen, Vorurteile hinterfragen und in denen Nähe entsteht, wo vorher Fremdheit war. Hier wird hörbar, wie viel Gemeinsames selbst in scheinbar fremden Klangwelten steckt. Mit eurer Unterstützung möchten wir in der zweiten Jahreshälfte 4 Konzerte mit 4 völlig verschiedenen Gästen erstmalig in Leipzig auf die Bühne bringen. Geplant haben wir eine musikalische Rundreise mit dem ukrainisch-jüdischen Geiger Alexander Bersutzky im Ariowitsch-Haus, im Umbogen ums Schwarze Meer drumherum. Auch haben wir die alevitisch-kurdische Sängerin Lale Koçgün mit ihrer Langhalslaute Tenbül eingeladen und wollen mit Die Spur des Derwischs die interkulturellen Wochen eröffnen. Wir feiern unter dem Titel Berliner Chutzpe trifft die sächsische Mischpoke einen Abend mit der wunderbaren Schauspielerin und jüdischen Kantorin Yalda Rebling. Und zu den Leipziger Liedertagen haben wir ein Rendezvous mit dem irakischen Kniegeiger Bassem Hawad im Programm zwischen Elbe und Euphrat. Kein schöner Land in dieser Zeit. Nicht die Herkunft bestimmt darüber, was und wo deine Heimat ist. Bist du offen? Kannst du dich dort, wo du bist, mit den Menschen verbinden? Kannst du das eigene schenken und das andere in Freude empfangen? Dann lebst du in deiner kurzen Zeit im Paradies. Alle Vögel von den Bäumen sehnen sich zu fliegen. 3 kein Marech, 3 kein Misrech und der Rest kein Dorn. Und den Bäumen gelost allein, heftig vor dem Sturm. Das ist genau das, was wir in diesem Projekt machen und das soll jeden Tag im täglichen Leben passieren. Deshalb denke ich, solche Projekte sind wichtig, Leute, dass wir zueinander kommen und die Ängste immer mehr verschwinden. Und dieser Mut macht uns die Musik. Crowdfunding ist für uns nicht irgendeine Finanzierungsmöglichkeit.
Es geht um ein bewusstes Mittragen unserer Projektidee. Wer uns unterstützt, hilft dabei, Räume zu öffnen, in denen Neugier stärker ist als Angst, in denen Zuhören wichtiger ist als Abgrenzung und in denen Musik Brücken baut. Wenn ihr Teil davon sein wollt, helft ihr mit, dass diese interkulturellen Konzerte stattfinden können, in Leipzig und darüber hinaus. Also für die Zukunft wünsche ich der Wirbelei viele solcher Wirkungsstätten wie hier am Kastanienhof. Denn die Art und Weise, wie Kulturen hier zusammengeführt werden durch die Musik, ist in meinen Augen am besten geeignet, Völkerverständigung und Liebe zu erzeugen durch Wertschätzung und durch Anerkennung der und Nacherleben der anderen Kultur. Das dürfte eigentlich nicht nur hier am Kastanienhof stattfinden, sondern das müsste überall in ganz Deutschland stattfinden.